Hi, ich bin's wieder, die Nina von Lupine, und heute erkläre ich euch, wie man eine unserer Lampen an einem E-Bike mit Bosch-Motor montiert. In diesem Fall haben wir das neue smarte System. Bei den älteren Modellen von Bosch funktioniert die Montage allerdings genauso. Bevor wir am E-Bike arbeiten, ist es wichtig, den Akku herauszunehmen. Nachdem wir den Akku herausgenommen haben, entfernen wir die Abdeckung des Kabelschachtes. Um an die Kabel heranzukommen, entfernen wir die Motorabdeckung. Da es von Fahrrad zu Fahrrad unterschiedlich ist, kann es sein, dass ihr vorher die Kurbel abnehmen müsst. Nun verlegen wir das Lichtkabel. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Stecker nach oben und die offenen Litzen nach unten Richtung Motor zeigen. Um uns das Ganze zu erleichtern, nehmen wir eine Führungshilfe, wie zum Beispiel einen stabilen Draht, und verbinden ihn mit den offenen Litzen des Lichtkabels. Dass das Kabel nicht im Rahmen stecken bleibt, bedecken wir es komplett mit Isolierband. Jetzt fangen wir an, das Lichtkabel durch den Rahmen zu fädeln. Bei den meisten E-Bikes mit Bosch-Antrieb verläuft der Kabelschacht im Unterrohr. Bitte beachtet, dass ihr das Kabel sauber verlegt. Sonst kann es sein, dass ihr den Akku anschließend nicht mehr richtig einsetzen könnt. Als nächstes bereiten wir den zweiten Teil des Lichtkabels vor. Hierzu schieben wir den Schaumstofftunnel über das Lichtkabel und stecken die Adern bis zum Anschlag in den Steckverbinder. Anschließend verpressen wir die eine Seite mit einer Kombizange. Jetzt zwicken wir den abisolierten Teil des bereits verlegten Lichtkabels mit einem Seitenschneider ab. Nun verbinden wir die beiden Lichtkabel miteinander. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Farbe der Adern sich jeweils gegenüberliegen. Jetzt verpressen wir die andere Seite mit der Kombizange. Um eventuelle Geräusche im Rahmen zu vermeiden, schieben wir den Schaumstofftunnel über den Steckverbinder. Bei Bosch haben alle Anschlüsse eine farbige Markierung. Bitte achtet darauf, dass ihr für den Frontscheinwerfer die blaue Buchse verwendet. Als nächstes montieren wir die Lampe am Lenker und verbinden sie mit dem bereits verlegten Lichtkabel. Als erstes entfernen wir die untere Seite der Lenkerschelle. Dann nehmen wir die Bolzenschraube und bestücken sie mit einem O-Ring. Stecken sie in die dafür vorgesehene Öffnung und bestücken die andere Seite ebenfalls mit einem O-Ring. Jetzt schrauben wir den Halter vorsichtig per Hand an die Lampe. Sobald das Gewinde greift, ziehen wir die Schraube bis zum Anschlag fest. Um die Lampe mittig vor dem Vorbau montieren zu können, müssen wir als erstes den Halter des Displays lösen. Diese stellen wir jetzt etwas steiler nach oben. Jetzt positionieren wir die Lampe am Lenker und befestigen die untere Seite der Lenkerschelle. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Nuten bündig übereinander liegen.
Anschließend richten wir das Display wieder aus und schrauben es fest. Jetzt montieren wir die Fernbedienung in der Nähe des Griffes. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Symbole nach links zeigen. Wichtig ist, dass hier kein Spalt mehr zu sehen ist. Jetzt entfernen wir die Schutzkappe des Lichtkabels und verbinden es mit der Lampe. Beide Kabel verfügen über Markierungen, die beim Anschließen zueinander zeigen müssen. Nun bauen wir den Akku wieder ein, um die Lampe testen zu können. Nun testen wir die Funktion der Lampe. Sollte sie nicht automatisch mit angehen, ist sie nicht richtig kontaktiert oder der Lichtausgang im Motor nicht freigeschaltet. Dann müsst ihr eventuell zum Händler, um ihn freischalten zu lassen. Wenn das alles soweit geklappt hat, fangen wir an, das Rad wieder zurückzubauen. Bei weiteren Fragen schreibt sie einfach gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao! Falls ihr mit dem normalen Halter nicht genug Platz habt, empfehlen wir den Flex Mount. Diesen findet ihr natürlich bei uns im Shop. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Display überhalb der Steuerkappe zu positionieren. Hierzu müsstet ihr eine alternative Displayaufnahme bei Bosch bestellen. Dieser unterscheidet sich darin, dass der Kabelabgang nicht nach unten, sondern nach oben zeigt. Um das Display zu entfernen, ziehen wir es Richtung Vorbau und klappen es nach oben. Jetzt lösen wir den Halter des Displays. Dann entfernen wir die Kabel. Um den Winkel des Displays später einstellen zu können, lösen wir die Schraube an der Seite des Halters. Als nächstes demontieren wir die beiden Befestigungsschrauben. Jetzt setzen wir die neue Displayaufnahme in den Halter und schrauben sie fest. Wenn wir ihn soweit vorbereitet haben, können wir anfangen, den Halter am Lenker zu montieren. Jetzt verbinden wir die Stecker mit dem Displayhalter. Jetzt positionieren wir ihn am Lenker und schrauben ihn fest. Jetzt montieren wir die Lampe und klicken das Display ein.